Alles klar, willkommen zurück. In diesem Video werden wir unser letztes Item, diesen Helm, ausrüsten. Das wird in dieser Kategorie, also in dem Kapitel, das letzte Video sein für so ein Item oder so ein Gegenstand. Doch bevor wir da loslegen, ich habe gemerkt, ich habe hier einfach die Benennung gleich gehabt. Wenn wir in unserem Main-Folder sind und da die Basisklassen, habe ich ja diese Elternklasse BP Hero Char. Und in dem Player-Ordner haben wir ja auch einen BP Hero Char. Und damit das nicht zu Komplikationen führt, wollte ich das einmal umbenennen. Das heißt, in dem Player-Ordner nenne ich das einfach so, weil das ja eine Kindklasse ist, BP Hero Charakter, um das Ganze etwas anders zu gestalten. Das heißt, da eine kleine Änderung, sodass ich euch da kurz informieren wollte, wegen dem Namen. Das letzte Mal haben wir uns ein bisschen gekümmert um so eine Waffe aufheben und ein Schild aufheben. Ich hoffe, das hat bei euch soweit sehr gut funktioniert, sodass wir hier mit dem Helmet, also mit einem Helm weitermachen können. Wenn wir dazu in den Content Browser gehen und unseren Paragon Greystone einfach holen, hier den Filter anwenden. Und zwar möchte ich mir die Static Meshes einmal ansehen, die es so gibt. Die sind alle hier so einfach dabei. Hier gibt es so ein Item, der heißt so SM Greystone Tiger Helm. Das ist so ein Helmet. In dem Videokurs unser Helmgegenstand, den wir nutzen wollen. Ich kopiere ihn mir einfach mal kurz in die Pickups. Copy here. Deaktiviere hier kurz den Filter. Mache mir einen neuen Ordner. Nenne den Helmet. Und den verfrachte ich dann dahin. Move here. Dann im Helmet werde ich ihn einfach umbenennen, damit wir die ähnlich haben von der Namensgestaltung. Falls ihr da mehr Helme und so macht. Wenn ich da an unsere ersten Blender-Tutorials denke, kann man sich ja viele Paragon-Gegenstände einfach rausziehen. Bei mir heißt er dann Helmet 01. Der Helmet als solches, den wollen wir uns einmal anschauen. Und uns mal anschauen, ob die Kollision da schon gesetzt ist. Unter Show, Simple Collision. Hier können wir unsere Convex Collision anwenden, damit wir eine Collision haben, die auf diesem ganzen Gegenstand ist. Im letzten Video haben wir gesehen, wie wir die Convex Decomposer hier, Decomposition holen. Das war ja unter Window und dann konnten wir die Convex Decomposition auswählen. Und ich werde hier den einfach anwenden. Apply. So, mein Projekt wollte wieder mal neu starten. Ist einfach abgestürzt. Warum auch immer möchte er bei mir dieses Convex Decompose nicht applyen, also nicht anwenden. Dann nutzen wir einfach mal eine Box. Hierzu gehen wir auf Collision, Add Box Simplified Collision. Und das wird erstmal reichen. Speichere das Ganze hier einmal. Danach gehen wir zu unserem Base Pickup. Unter Pickups. Hier werden wir Rechtsklick auf BP Base Pickup machen. Create Chilled Blueprint Class, um da die Vererbung zu nutzen. Bei mir heißt das einfach dann Pickup Helmet. Und schieben den entsprechend in den Helmet-Ordner hier. Den Ordner Helmet benenne ich noch um, weil wir werden vielleicht mehrere Schilde mal haben oder ihr, wenn ihr euch dann noch mehr Assets holt oder die abstrakt einfach holt über Blender und da die halt Meshes dann einfach löst von den Gegenständen. Je nachdem, wie ihr das Ganze weitermachen wollt, haben wir hier erstmal unser Helmet 01, unser ersten Helm und unser Pickup Helmet, den wir einmal öffnen werden. Dann wollen wir hier das Static Mesh einmal editieren, draufklicken und dort wollen wir unser Helmet dann auch auswählen. Einfach suchen, Helmet und dann über diese Pfeil-Symbolik hier einfach zuweisen. Das Ganze sieht schon ganz okay aus, auch für die Kollision. Ist so relativ in der Mitte. Dann können wir das Ganze kompilieren und speichern. Wir können dem Ganzen dann auch noch Namen verpassen unter Pickup Helmet. Da haben wir ja unsere Variablen. Hier im Pickup Helmet Self können wir dann uns auch den Namen hier einmal überlegen. Ich nenne den Helmet und das ist ein Typ Helmet bei uns. Interactive Typ Pickups, das passt schon mal. Kompiliere und speichere das. Den können wir uns dann einfach ins Level einmal ziehen, in unser Testlevel. Das Ganze können wir dann hier einmal simulieren und schauen, dass er auch auf den Boden fällt. Das passt soweit. Alles klar. Dann wollen wir einmal in den Hero-Charakter zurückgehen. Unter Player, unser BP Hero Charakter. Ja, an der Stelle habe ich gemerkt, dass ich hier einfach die Selection aus Versehen Pickup Type nicht drüber geschoben habe. Das ist natürlich ein Bug, den wollen wir einmal korrigieren. Um mit dem Helmet weiterzumachen, da wollen wir uns eine neue Variable hier einfach machen, um dann halt die Sektion Helmet weiterzuführen. Jetzt wollen wir eine bestehende Variable einfach nutzen, die duplizieren. Ähnlich wie beim letzten Mal.
Ich nehme hier einfach dieses Equipped Shield oder Weapon, das ist einerlei. Ich nehme das Equipped Weapon einmal, Rechtsklick drauf, Duplicate das Ganze und das heißt bei mir dann Equipped Helmet. Der wird natürlich meckern, dass die On-Wrap-Function da nicht ist und so weiter. Das können wir ganz kurz fixen. Einfach jetzt drücken. Den hole ich mir dann einmal. Obwohl, ich kann das hier kurz ändern. Equipped Helmet einmal ausgewählt. Auf der rechten Seite dann wieder das gleiche. Einmal bei Replication None auswählen. Also nichts. Kompilieren und speichern das. Kompilieren und speichern das kurz. Nach dem Kompilieren und Speichern von unserem Helmet können wir das Ganze auch nochmal wieder auf Replication und dann Rep Notify setzen. Dadurch bekommen wir auch wieder wie bei den anderen Gegenständen unseren OnRep Equipped Helmet. Das Ganze kompiliere ich und speichere ich nochmal. Dann holen wir uns den Equipped Helmet einmal. Holen uns so einen Get. Wollen mit Rechtsklick hier drauf dann ein Convert to Validated Get holen. Und das Ganze wird dann für unseren Helmet einmal verbunden. Dann machen wir uns dafür auch nochmal eine Funktion, die auch wieder dem Server ist. Wir haben ja Equipped Weapon gehabt, Equipped Shield und wir machen uns die nächste Funktion F-Equip Helmet. Die soll wieder in der Kategorie Server landen. In diese neue Funktion, da kopieren wir wieder die Logik von einer anderen Funktion, weil die ähnlich ist. Ich hole mir einmal das Schild hier einfach und kopiere mir das einmal rüber. Ausgewählt, Steuerung gedrückt gehalten, Steuerung C einmal kopiert und im Helmet einfach reingeklickt, Steuerung V einmal reinkopiert. Der ist wahrscheinlich zu viel kopiert. Ich lösche ihn einmal kurz, dass wir auch den richtigen erwischen. Also im Grunde diesen Branch und dann die Aufbrechgeschichte für unser Equipped Items. Hier haben wir noch kein Helmet. Das brauche ich natürlich. Weil das eine Structure ist, muss ich natürlich betonen, man muss da sehr vorsichtig sein, wenn man Structure anfasst. Dann darf man die anderen Klassen nicht speichern. Deswegen speichere ich vorher alles und werde das einmal erweitern, dass wir auch so ein Helmet haben. Kompiliere und speichere das erstmal an der Stelle. Gehe in mein Testlevel und hier speichere ich das auch und dann File, Save All. Gehe in den Content Browser und habe da mein S-Equipped Items. Das öffne ich einmal kurz. Hier will ich das einmal erweitern mit Helmet. Add Variable. Equipped Helmet. Speichere dann das Structure. Wichtig ist jetzt an der Stelle, dass wir nicht speichern. Und zwar hat sich der BP Hero Char hier zum Beispiel geändert und andere Klassen, wo das genutzt wird, dieses Structure, damit uns das Projekt nicht um die Ohren fliegt. Deswegen ist es wichtig, ich habe dieses Structure hier einmal dieses Equipped Items gespeichert. Dann schließe ich das ganze Projekt. Und wenn er mich fragt, ob er irgendwo das gespeichert haben will, da ist es sehr wichtig, Don't Save zu machen. Das heißt, er soll die Blueprint-Klassen bloß nicht speichern. So, danach starte ich das Ganze und hole mir hier einfach wieder meine Fenster, die ich brauche. Mein Maps-Level, mein Pickups, Helmet hole ich mir dann wieder. Und den Hero Char unter Player. Unser Structure hat jetzt entsprechend den Helmet. Den können wir dann hier einmal verbinden. Das Ganze einmal nicht, wenn er kein Helmet hat, dann soll er das ja machen mit dem Equip Helmet und das hier einmal anpassen. Kompiliere und speichere das einmal. Schauen wir nochmal die anderen Funktionen an. Hierfür brauche ich meine Server-Funktion einmal Weapon. Den Pin kann ich da rausholen. Und bei Shield, da brauche ich den Pin hier auch nicht angezeigt bekommen. Und bei Helmet habe ich jetzt mein Helmet. Danach wollen wir unsere Variable hier reinholen, unser Equipped Helmet. Einmal so ein Set with Notify, das Ganze verbinden und Equipped Helmet einfach in die Funktion schieben. F-Equip Helmet, damit das Ganze als Input hier auch behandelt wird. Kompiliere und speichere das einmal. In unserem Event Graph können wir das Ganze dann verwenden. Da holen wir uns dann für das Helmet unsere Funktion F-Equip Helmet und verbinden das Ganze. Ist not valid, dann wollen wir das hier einmal durchreichen. Und unser Overlapped Pickup wollen wir dann auch verbinden in Equipped Helmet. Dann wollen wir die Member nochmal setzen in Equipped Helmet. Wir haben hier ja unser Equipped Items. Set Members in S Equipped Items. Hier setzen wir unser Helmet dann. Und wichtig ist hier, dass wir das hier auch auf True setzen. Einfach reinklicken dann, kompilieren und speichern das. Damit haben wir unsere Funktion für das Helmet geschrieben.
Jetzt müssen wir noch unser Red Notify setzen, ähnlich wie vorher. Das ist OnWrap Equipped Helmet. Wir ähnlich wie bei den anderen Gegenständen den einmal setzen. Ich gehe dazu einfach in einen der anderen Gegenstände, hier zum Beispiel Vibron, und kopiere mir das einmal rüber. Steuerung C. Und bei OnWrap Equipped Helmet, da füge ich das ein, reinklicken, Steuerung V. Statt dem Equipped Weapon haben wir ein Helmet, das lösche ich einmal und hole mir das Equipped Helmet. Der Socket-Name ist bei mir hier Helmet. Kompiliere und speichere das einmal. Die Serial Physics, da brauche ich natürlich mein Equipped Helmet. Den verbinde ich auch noch. Dann kompilieren, speichern. Das Ganze nochmal checken, wegen dem Socket Name Helmet, dass das auch passt. Hierzu gehe ich in den Content Browser, hole mir meinen Hero-Charakter, hier die Mesh und hier den Skeletal Mesh. Hier schaue ich nach, ob er ein Helmet hat. Hier habe ich so ein A-Position, das ist beim Head. Da hole ich mir einfach den Head und mache mir hier einfach einen neuen. Und zwar bei diesem Kopf, beim Head. Rechtsklick, Add Socket. Nenne den ganzen einfach Helmet. Rechtsklick drauf, Add Preview. Und suche mir dann einfach mein Helmet 01 raus. Der ist jetzt noch nicht so ganz optimal. Und wir können den einfach mal drehen. 90 Grad. Dann sieht das Ganze auch gut aus. Speichere den hier einmal. Und hole mir einfach so eine Preview Animation. Diesmal Jogging. Jog FWD. Pausiere mir dann ganz kurz. Es sieht so aus, als wenn wir so ein bisschen höher müssen, damit die Haare nicht so ganz zu sehen sind. So ganz knapp. Dann sieht das auch gut aus und wir können den so verwenden. Speichere das Ganze, schließe den einmal. Ich schaue mir das Ganze mal an, wie das alles läuft. Standalone Game. Und hole mir einfach den Helm gleich. Drücke hier einmal F und der Helm ist ausgerüstet. Dann wollen wir uns den Helmet nochmal vorziehen. Hier unser Static Mesh. Wenn wir uns das anschauen, wir konnten hier ja unser Convex Decomposition nicht machen, wenn wir auf Apply drücken. Der macht das einfach nicht. Hierzu gehen wir einfach hin und klicken auf unseren Helm dann. Rechtsklick, Asset Actions, Export. Hier gehe ich dann in meinen Asset-Ordner, der einen drüber ist, hier, Assets. Das Ganze heißt dann bei mir Tiger Helm. Exportiere das Ganze. Und in dem Helmet-Ordner importiere ich den einfach wieder. Diesen Tiger Helm. Import All. File Self All. Jetzt kann ich den Tiger Helm hier einmal öffnen. Und hole mir einfach die Materialien von dem anderen. Einmal suchen. Und dem Tiger Helm zuweisen. Speichere den kurz. Danach probiere ich mal die Auto-Convex Collision hier zu applyen. Und hier bei dem Import scheint das perfekt zu funktionieren. Ich habe diese Auto-Convex Collision in der Geschichte. Das heißt, das war irgendwie so ein Asset-Bug. Zumindest konnte ich das jetzt nicht schnell erklären, wieso es beim Helmet nicht geht. Bei dem hier. Mit dem Import funktioniert es allerdings. Mit dem machen wir einfach weiter. Dann können wir den Tiger Helm einfach ersetzen. Hierzu gehe ich in mein Pickup Helmet, Static Mesh und ersetze den. Ich werde hier einmal den suchen. Wähle ich meinen Helmet 01. Wenn die dann in der richtigen Reihenfolge hier irgendwie machen, ich werde den einfach 01 Tiger Helm einfach nennen. Den werde ich dann auswählen, in Pickup Helmet wieder gehen und diesen bei Static Mesh dann unter Static Mesh einfach zuweisen. Dann haben wir hier unser Tiger Helm. Kompiliere und speichere das Ganze. Kann ich den Helmet 01 hier getrost löschen. Der hatte ja so einen kleinen Bug. Der hat hier ja seine Referenzen auch woanders hin. Das ist ja nur eine Kopie von dem Ganzen. Mach mal Force Delete hier. Und spiele das einmal durch. Den Helm werde ich jetzt einfach ausrüsten und der funktioniert. Ich kann ihn ausrüsten. Diesmal mit ja, so einem Convex Polygon. Ich meine Convex Decomposition als ja, Collision Box oder Collision Mesh in dem Fall. Dann gibt es noch eine Kleinigkeit, die wir uns anschauen wollen, und zwar in unser Pickups. Und zwar die Elternklasse BP Base Pickup. Hier unser Static Mesh. Und auf der rechten Seite, da haben wir unsere Custom Collision. Hier ist es jetzt nicht die beste Idee, vom Objekttyp World Dynamic zu sein.
weil so gut wie alles in der Spielewelt so ein World Dynamic ist. Wir wollen halt die Gegenstände bei uns anders gestalten, speziell wenn es um Kollisionen geht. Hierzu gehen wir einmal in die Projekt-Settings, Edit und dann Projekt-Settings. Und hier unter Engine Collision, hier wollen wir uns unter Object Channels einfach ein neues Object Channel erstellen. Pickups und der Default Response Block, das ist, denke ich mal, okay. Danach gehen wir wieder in unser Base Pickup. Ich speichere das mal und hier können wir noch so einen Refresh machen. Refresh All Nodes. Und danach bei dem Static Mesh, da werden wir unter Collision, unser Custom Collision, das Ganze von Objekttyp nicht mehr World Dynamic haben, sondern einfach auf unser Pickups setzen. Kompilieren und speichern. Gegenstände, wenn man sich jetzt hier anschaut, die ja, verhalten sich zu anderen Gegenständen, Pickups, so dass die sich blocken. Das wollen wir allerdings einfach ignorieren. Das heißt, hier stellen wir das auf Ignore. Wir wollen halt nicht, dass die Gegenstände sich gegenseitig irgendwie ja, kicken oder blockieren. Kompilieren und speichern das Ganze. Danach wollen wir in unseren Hero-Charakter, BP Hero Chadder, da gehen wir in das Capsule Component hier. Wir schauen uns die Collision einmal an. Und wir sehen, dass die Pickups geblockt werden. Das setze ich hier auch auf Ignore. So haben wir unsere Capsule Collision für den Spieler aktualisiert. Und dann haben wir die Basisklasse für unsere Enemies. Die wollen wir auch nochmal editieren. Aber wir haben noch keine Enemies, die machen wir noch. Das wird ja alles von BP Charakterbasis erben. Ich schaue da einmal rein. Der hat halt hier unseren Charakter, der das weiterreicht. Ach, das machen wir dann später, wenn es soweit ist. Ich mache mir einmal diesen Enemy, wenn ich schon dabei bin. Und zwar BP Charakterbasis in den Basisklassen. Dann können wir das schon mal vorbereiten. Create Chilled Blueprint Class. Das ist dann BP Enemy Base. Jetzt werde ich mir einfach einen neuen Ordner erstellen im Main-Ordner. Nenne den einfach Enemy. Könnt ihr natürlich auch irgendwie anders nennen. Und schiebe mir dann diese BP Enemy Base einmal dahin. Move hier. Habe jetzt zumindest dann schon mal die Capsule Component angepasst. Und zwar auf Capsule Component stelle ich hier schon mal die Collision ein für Enemy Base. Generate Overlap Events einmal ausmachen. Dann haben wir hier die Custom Collision. Ich mache hier einmal die Kamera auch noch auf Ignore, Visibility und Kamera auf Ignore. Und dann unsere Pickups, die auch auf Ignore stellen. Kompiliere und speichere das. Das reicht erstmal für den Anfang von der Enemy Base, die wir dann im späteren Kursverlauf uns noch anschauen werden. Das Ganze können wir einmal noch testen im Testlevel. Dann gehen wir einfach hin und rüsten uns einfach aus. Einmal das Schwert, unser Schild und den Helm. Gut, das war's für dieses Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir konnten hier eine Menge Spaß haben, so ein paar Bugs beseitigen, die so mit der Zeit irgendwo mal auftreten. Und ich sehe euch einfach im nächsten Video. Bis dann!